Mit künstlicher Intelligenz versuchen wir IT-Systeme zu generieren, die menschenähnliches, intelligentes Verhalten abbilden. Wir kennen alle IT-Systeme, die einfach nur das ausführen, was wir ihnen sagen. Wir haben also einen Input und wir bekommen einen entsprechenden Output. AI-Systeme versuchen darüber hinauszugehen und eigenständige, smarte Entscheidungen zu treffen. Unser Unternehmen widmet sich dem Hochschulsektor. Das heißt, wir bieten Dienstleistungen diesen Hochschulen an. AI hat hier einen großen Einfluss auf diesen Sektor. Zum Beispiel gibt es dort automatisierte Bewertungssysteme, die den Studierenden helfen können, ihren Lernerfolg zu bewerten. Es gibt aber auch Empfehlungssysteme, die den Studierenden helfen, die richtigen Kurse auszuwählen. Weiterhin gibt es Chatbots, die helfen, die wichtigsten Fragen, die immer wieder wiederkehrenden Fragen zu beantworten. Und es gibt adaptive Lernumgebungen, die sich genau an die Stärken und die Schwächen der Studierenden oder der Schüler anpassen. AI oder künstliche Intelligenz hat also hier einen großen Einzug gefunden auf unseren Industriesektor. In unserem Unternehmen widmen wir uns der künstlichen Intelligenz in verschiedenen Projekten. In einem ersten Projekt, Quality Engagement, geht es darum, dass wir einen Chatbot entwickeln, der mit Studierenden sprechen kann und dabei versucht zu erheben, in welcher Form sie mit der Gesellschaft verbunden sind in der Hochschule, zum Beispiel über gemeinsame Projekte mit Unternehmen und wie gut das so läuft, wie zufrieden sie damit sind, und das versuchen wir mit den Studierenden zu erheben. Normalerweise würden wir das über Fragebögen machen, weil die sind sehr schnell auszuwerten, es kostet nicht so viel Zeit, die Daten erstmal zu erheben, und deswegen benutzen wir häufig Fragebögen. Nur sind wir nicht unbedingt mit den Ergebnissen zufrieden, weil wir wollen viel mehr wissen, wie die Studierenden und die Schüler denn so denken, und was sie so umtreibt. Und das kriegt man normalerweise besser über Interviews raus. Interviews sind allerdings sehr, sehr aufwendig zu erheben und zu analysieren. Der Chatbot, der auf künstlicher Intelligenz basiert, hilft uns da. Er führt ein Gespräch mit dem Schüler oder mit dem Studenten und transkribiert das Gesprochene und analysiert es automatisch. Wir bekommen also tiefe Einblicke und haben auf der anderen Seite nicht unbedingt mehr Aufwand als bei einem Fragebogen. In einem anderen Projekt widmen wir uns der automatisierten Erstellung von Bildern über die künstliche Intelligenz. Ziel ist es, dass wir Hochschullehrenden und Forschern es ermöglichen, einzigartige Bilder, die ihre Forschung beschreiben, nutzen zu können, um ihre Forschung zu kommunizieren und zu vermarkten. Und anstatt einfach immer nur die gleichen Bilder auf irgendwelchen Online-Plattformen runterzuladen, hilft uns die künstliche Intelligenz, diese Bilder automatisiert zu erstellen. Und zu guter Letzt widmen wir uns gerade noch dem ChatGPT, einer ganz neuen Plattform, die vielfältige Möglichkeiten bietet. Also wir können zum Beispiel einfach sagen, ich möchte einen Arbeitsvertrag haben für die Person für diese 3 Monate, mach doch mal einen Vorschlag, und schon gibt uns diese Plattform das Ergebnis. Genauso können wir sagen, wir bräuchten die Programmierung eines Codes für die Programmierung einer Webseite, und automatisiert gibt uns die Plattform dann das Ergebnis. Das heißt, hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie wir auch in unserem Unternehmen effizienter sein können, mithilfe von künstlicher Intelligenz. Meiner Ansicht nach wird künstliche Intelligenz einen großen Einfluss auf fast alle Industriesektoren haben. Also denken wir einfach mal an die Produktion, wo jetzt heute schon die künstliche Intelligenz zum Beispiel fehlerhafte Produkte auswirft, weil sie einfach erkennen kann, was ist fehlerhaft und was ist ein heiles Produkt. Wir können aber auch an die Kreativindustrie denken, also die Erstellung von Bildern und Texten, die ich gerade schon angesprochen hatte. Wir können an die Programmierung denken. Wir können aber auch darüber nachdenken, dass intelligente Entscheidungen getroffen werden im Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Das heißt, IT-Systeme könnten auf einmal entscheiden, wo denn jetzt oder zu welchem Zeitpunkt eigentlich bestimmte Algorithmen ausgeführt werden. Und vielleicht ist das ja effizienter, weil in dem Land, wo die dann ausgeführt werden, die Sonne gerade scheint und wir wieder erneuerbare Energien benutzen können. Und zu guter Letzt auch das Beispiel, was ich eben schon einmal gebracht habe, also der Bildungssektor. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie wir denn jetzt eigentlich neue Texte generieren können,
wie wir unsere Schüler und unsere Studierenden unterstützen können, aber auch, wie wir die Lehrenden unterstützen können bei dem immer wieder schwieriger werdenden Job. Am Ende des Tages kommt es daraus an, was wir daraus machen. Mit AI kann man fantastisch gute Sachen machen, aber man kann es auch missbrauchen. Ich habe generell einen sehr positiven Blick auf AI. In meiner Sichtweise wird es uns helfen, unser Leben zu vereinfachen, aber es wird uns auch helfen, die großen Herausforderungen der Zeit anzugehen. Hierbei müssen wir natürlich auch das Thema Ethik im Blick haben. Was sollten wir eigentlich machen, was sollten wir vielleicht nicht machen? Und wir müssen irgendwie versuchen, diesen Wettbewerb zu gewinnen zwischen einem guten Zweck, einem guten Einsatz von AI und einem schlechten Zweck oder einem vielleicht schlechten Einsatz von AI. Wie ich gerade schon gesagt hatte, wir können es in der Hochschule zum Beispiel auch einsetzen oder in Schulen. Die Schüler können AI einsetzen, um Texte zu schreiben, die Hausaufgaben für einen zu machen. Und dann müssen wir halt entsprechende Systeme versuchen zu entwickeln, sodass die Lehrer, die Hochschullehrer versuchen zu analysieren, ob dieser Text denn nun von dem Schüler wirklich geschrieben wurde oder von einer AI-Engine. Wir brauchen definitiv eine Menge an KI-Entwicklern oder AI-Developers. Es gibt nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, wo wir AI einsetzen können, wie wir gerade schon gesehen haben. Wir brauchen allerdings auch eine Menge an Leuten, die an den Schnittstellen arbeiten. Das heißt, diese Schnittstelle zwischen der Wirtschaftswissenschaft und der Informatik. Wir brauchen nicht nur die Entwickler selber und wir brauchen nicht nur die BWLer, sondern wir müssen den Raum dazwischen füllen. Aktuell wird das primär gemacht durch Wirtschaftsinformatiker. An der Fachhochschule Münster haben wir allerdings festgestellt, dass wenn wir die BWLer auf der einen Seite haben und wir haben die Informatiker auf der anderen Seite, die Wirtschaftsinformatiker sind immer noch sehr, sehr nah an der Informatik dran. Und wir müssen diese Lücke schließen, die zwischen den Wirtschaftsinformatikern und den BWLern ist. Wir brauchen also Leute, die verstehen, was man mit künstlicher Intelligenz eigentlich machen kann. Welche Möglichkeiten gibt es? Welches Innovationspotenzial ist? Wo können wir es einsetzen? Wo können wir es einsetzen, um die großen Herausforderungen anzunehmen? Diese Translators, diese Schnittstellenpersonen brauchen wir und diese Profile müssen wir entwickeln. Wir müssen in den Hochschulen, in den Schulen viel mehr darüber erfahren, wie können wir Unternehmertum fördern, wie können wir Innovation fördern und wie können wir Leute ausbilden, die verstehen, was künstliche Intelligenz ist und wofür man es einsetzen kann, die vielleicht auch ein bisschen programmieren können, sind nicht die Hardcore-Entwickler, sind nicht die Hardcore-BWLer, sondern die wirklich Innovationen auf Basis von der künstlichen Intelligenz erstellen.